Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Die Lufthansa führt eine Preiserhöhung durch und das ist natürlich eine Sondersendung wert. Einige sagen von euch, das ist durch die hintere Türe, die anderen sagen, das ist dem SAF geschuldet. Auf jeden Fall sind die Preise zwischen 1 und 72 Euro steigend ab dem 01.01.2025. Buchung ab heute. Also wer heute bucht, muss dann schon wieder mehr zahlen. Lufthansa denkt damit, dass sie da mehr Nachhaltigkeit bringen können. Und bevor ihr mehr erfahrt dazu, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren und Kanalmitgliedschaft. Wir werden die Lufthansa übrigens auch besuchen. Ja, das Thema ist wirklich relativ spannend. Es gilt für alle Flüge der Lufthansa-Gruppe aus der EU heraus. Und zwar auch nach Großbritannien, auch nach Norwegen, auch nach der Schweiz, also konzernweit. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber zu sagen, gibt keine Möglichkeit auszuweichen. Also alle Flüge innerhalb der Europäischen Union beziehungsweise mit Start innerhalb der Europäischen Union. Und das ist bei der Lufthansa Group natürlich überall. Und es sei denn, man nimmt One-Way, logischerweise. Aber bei den Tickets, die man klassisch bucht, wenn man in Deutschland lebt, ist es so, dass man jetzt diesen Umweltkostenzuschlag bezahlen muss. Die Lufthansa sagt, man möchte damit den Zuschlag, soll ein Teil der aufgrund regulatorischer Umweltaufnahmen stetig steigenden Zusatzkosten abdecken. Und so hat das Unternehmen das begründet. Wir können uns das weiter angucken, denn die Flüge, die von der Lufthansa Group vermarktet werden, das heißt also wirklich auch Swiss, aber auch Austrian, Brussels, egal wie sie alle heißen, bekommen diesen Zuschlag je nach Entfernung. ITA wird ihn dann auch bekommen, wenn das jetzt demnächst über die Bühne geht. Und die Flüge aus den 27 Ländern der EU sowie Großbritannien, Norwegen, aber auch der Schweiz. Und die Höhe ist halt wirklich mit 1 Euro überschaubar, aber mit 72 Euro wird es schon weniger überschaubar. Da steht jetzt nicht drin, ob das für jede Richtung gilt, steht nur für Start. Also das heißt, alles, was aus Europa abfliegt. Und die Begründung ist weiter, dass ab 1. Januar diese Geschichte genommen wird, weil der Lufthansa-Konzern ja Milliardenbeträge jährlich investiert in die Nachhaltigkeit. Und auch nochmal in neue Technologien investiert. Und die nächsten Jahre regulatorisch bedingten und sukzessive steigenden Zusatzkosten kann die Lufthansa Airline Group jedoch nicht allein tragen. Und ein Teil dieser für das Jahr 2025 erwarteten Kosten sollen nun durch neue Umweltkostenzuschläge gedeckt werden. Wenn ihr jetzt fragt, wie sehe ich das? Lufthansa will es ausweisen und man möchte da bei der Lufthansa auch dann zum Beispiel Zertifikate kaufen. Die EU-Emissionshandelssystem ETS werden diese CO2-Emissionen seit 2012 durch einen Zertifikatehandel gesteuert. Und das kostet natürlich Geld. Auch in der Schweiz den CHEHS, in dem Vereinigten Königreich den UK ETS. Und das ist dann das, was mit bezahlt werden soll. Mit dem im Jahr 2016 bei dem International Civil Aviation Organization ICAO getroffenen Carbon Offsetting ist es so, Corisa heißt die ganze Bude, werden seit 2021 wachstumsbedingte CO2-Emissionen im internationalen Luftverkehr durch den Erwerb von Zertifikaten ja auch kompensiert. Gut, Lufthansa nennt als Gründe halt wirklich die Kosten, die ab dem 1. Januar 2025 gelten. Es muss SAF, Sustainable Aviation Fuel, beigemischt werden und zwar mindestens 2%. Das ist der Anfang. Und dann wird das ja auch weiter. Und die EU hat auch natürlich bei dem Thema Fit for 55 verpflichtende über die Jahre 2050 ansteigende Quoten von Sustainable Aviation Fuel genannt. Und das ist dann ab 2030 6%, ab 2035 20%, ab 2050 muss man 70% SAF tanken. Lasst uns mal schauen, was die Leute dazu sagen, wie die Kommentare sind.
Und da ist zum Beispiel ein Kommentar: Ich verstehe die Aufregung nicht. Ich zitiere hier: Am Ende kann jeder der unter Vergleichsportalen sehen, wie der Endpreis für den Flug ist, und dann kann man LH buchen oder eben nicht. Zudem bin ich mir sicher, dass die anderen Airlines diese Kosten auch auf den Passagier umlegen, denn sie müssen auch Zertifikate und SAF kaufen. Eben, also das heißt, es gilt nicht nur für die Lufthansa. Die Lufthansa war wohl der Erste, der es dann wohl publiziert hat. Ja, man kann jetzt natürlich dann böse hingehen und sagen, ja, wieder eine Preiserhöhung durch die Hintertür, die ein Reservierungssystem das Ranking nicht beeinflusst. Als Fluggast kann man ziemlich verarscht vor, wenn die Liste der Steuern, Gebühren und Zuschläge langsam länger wird als der Trip selbst. Und natürlich ist es auch so, dass hier Leute auch schon erste Hochrechnungen machen. In 2023 um die 123 Millionen Passagiere, wenn nun pro Passagier im Schnitt 36 € eingenommen werden müssen. Wobei ich jetzt aber nicht sagen kann, ob man von den 72 die Hälfte nehmen kann. Das finde ich jetzt nicht ganz so. Aber egal wie, dann wären das etwa 4,4 Milliarden, die bei der Lufthansa extra einnehmen. Und ob das dann alles in SAF investiert, in SAS wurde es ja nicht investiert, in SAF investiert wird, will man sehen. Und der Kunde darf wieder mal die Rechnung zahlen, aber man klebt pro EU-Sticker auf sein Flugzeug. Woher kommen denn die, wenn auch teils gerechtfertigten, strengen Vorgaben, wie im Text steht, von der EU? Statt sich denn der EU anzubiedern wegen ITA, sollte man kämpfen und stark zeigen. In Asien und USA gibt es solche Anforderungen nicht. Sprich, die Airlines aus diesen Regionen haben eine ganz andere Kostenbasis und sind im Vorteil. Also ich glaube, dass die das auch bezahlen müssen, wenn sie von hier abfliegen. Also insofern würde ich da jetzt nicht so ganz kongruent gehen. Aber statt Klauen zu zeigen, gibt man sich zahm und beeinflussbar und gibt bequem die Kosten an den Kunden weiter, die sich bessere und günstigere Alternativen als die LH Group suchen werden. Ja, da muss ich ehrlicherweise zu sagen, dass man da erstmal abwarten muss. Ich denke mal, dass das natürlich aus Gleichheitsprinzipien für alle gilt, die hier abfliegen. Deshalb gilt das nämlich wahrscheinlich dann nur für den Flug aus der EU heraus, wenn man auch in der Schweiz, Norwegen und in der, was war's, Norwegen, Schweiz, ich habe einen dritten wieder vergessen, ihr werdet es noch wissen, da dann halt das auch bezahlen muss. Das müssen dann alle bezahlen. Briten, Großbritannien, so war es, die Briten waren es. Also insofern ist das Waffengleichstand. Deshalb für euch nochmal die Frage des Tages: Was haltet ihr von der Preiserhöhung? Ist es eine Preiserhöhung, die die Lufthansa zu verantworten hat, wo sie jetzt durch die Hintertür versucht, sich da reinzuschlavieren? Oder ist das etwas, wo sie jetzt quasi in Notwehr handelt, weil die EU das von ihr fordert? Heißt also, könnt ihr da unten jetzt schön kommentieren bei der Frage des Tages und könnt schreiben, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt und was ihr von den Kommentaren der Kollegen haltet. Ich dachte, das ist ein Thema einer Sondersendung wert. Wenn nicht das, was dann, oder? Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, bei den 2 Sendungen. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte habt, hier irgendwo, da steht die Nummer auch diesmal bis zum Ende. Also danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen wieder in Alter und in Frische und für euch diesmal den Abspann. Also danke, bis dann, ciao. Wo ist er denn? Hier.